Stadt oder Insel, Stadt oder Insel. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo würdest du wohnen wollen? Hier in Canaveras haben sich viele Auswanderer angesiedelt in der Stadt, aber auch auf der Insel. Am besten fragen wir die, was ihnen hier am besten gefällt. Heute machen wir eine Inseltour und sehen, wen wir treffen können. Los geht's! Mein Name ist Alexandra und seit 4 Jahren berichte ich über die besten Orte zum Leben und zum Reisen in Südamerika. Heute sind wir in Canaveras und wir besuchen die menschenleeren, kilometerlangen Strände. Wir werden sehen, wo kann man bleiben, was kann man essen und wir werden mit Auswanderern sprechen, die schon länger und kürzer da sind. Bist du bereit? Hier befinden wir uns am Strand der Insel Atalaya, die Insel vor Canaveras. So viele Leute, wie man heute sieht, sieht man sonst fast nie, denn dieser Strand ist fast immer leer. Heute ist Sonntag, das heißt, brasilianische Familien treffen sich hier am Strand, feiern mit Familie, machen Picknick und somit ist auch immerhin ein bisschen was los. Wenn man sich ein bisschen weiter nach Norden oder zur Südspitze begibt, gibt es wieder menschenleere Strände die ganze Woche lang. Ihr erkundet da gerade ein bisschen den nördlichen Teil der Insel von Canaveras. Und was mir besonders gut gefällt hier, ist dieses Weiß und Grün. Der Sand schaut nämlich aus wie Schnee. Und daneben die Nadelbäume ist wie im hohen Norden. Also Fit, wie lange bist du schon in Canaveras? In Canaveras bin ich jetzt ungefähr 22 Jahre. Ja, für mich ist es Besondere halt, weil die Kombination zwischen einsamer Insel und auf der anderen Seite eine funktionierende Kleinstadt mit Infrastruktur. Und das ist halt hier ideal. Ne? Ich lebe in der Stadt und ich könnte auch an meinem Strandhaus leben, aber mir ist hier in der Stadt eigentlich lieber. Und wenn ich auf die Insel will, ich gehe oder fahre über die Brücke und in der Mitte sind die Strandkneipen und dann rechts und links, da hast du einen einsamen Strand mit 14 Kilometern. Da triffst du selten jemand. Man kann auch wirklich sehen, dass der Strand sehr sauber ist und alles sehr naturbelassen. Ja, dieses Inselgebiet, das geht über ungefähr, so gute 60 Kilometer. Das ist eigentlich fast alles Naturschutzgebiet. Ne? Nur die Mitte von der Atalaya ist normal bebaubar. Und ansonsten gibt es auch keinen Kommerz. Ne? Die Nordspitze, Südspitze unter Naturschutz. Okay, also Nadel, wir sind hier am Strand. Was gefällt dir an der Insel? Also am allerschönsten ist die Ruhe und es sind wenig Menschen. Es ist ein langer Strand, auf dem man gut laufen kann und nicht überfüllt und muss nicht um Menschen herumlaufen. Ja, warum hast du dich für die Insel entschieden? Warum nicht in der Stadt? Ich mag die Geräuschkulisse sehr gerne, finde das sehr beruhigend, Palmenrauschen, Wellenrauschen. Und wenn ich Action will, fahre ich in die Stadt, aber so habe ich am Wochenende auch so einfach meine Ruhe. Gut, also Maria, wir sind hier bei euch auf eurem Sitio. Wie lange seid ihr schon hier? Wir sind seit Dezember 2022 hier. Also fast gestrandet. 2 Jahre? Genau. Okay. Ich, Maria, mein Mann und unsere 16-jährige Tochter. Ja. Und warum habt ihr euch für die Insel entschieden? Ja, tatsächlich entschieden gar nicht, denn das war so, dass wir diesen Ort gar nicht vorher kannten. Es war eher ein Zufall, beziehungsweise uns hat jemand hierher geschickt. Oh, okay. Also eine Fügung sozusagen. Genau. Ja. Und was gefällt euch hier? Ja, also definitiv die Natur natürlich, Meer direkt vor der Tür, die Ruhe, die wir hier sehr lieben, ne? Dann viel Platz, keine Mauern und die Freiheit. Was gefällt anderen Auswanderern, glaubst du, an der Insel? Also an der Insel würde ich sagen natürlich auch. Also die Freiheit, das Meer, den Strand, das ist natürlich schon was Besonderes. Und allgemein würde ich sagen, Stadt und Meer zu haben, ist schon immer das, was man sich eigentlich wünscht. Ne? Das Wirklich stimmt, in die Stadt ja. zu kommen und dann auch das Meer gleich vor der Tür quasi. Die Kombination ist auf jeden Fall gut.
Also Harald, du bist auch hier in Canaveras. Wie lange bist du schon hier? Ja, mindestens 12 Jahre. Aha. Ja, es ist durch die Fläche mit der Konstruktion Insel und Stadt und getrennt. Ich kann gar nicht alles verraten. Ich habe dem Kevin das Autofahren dabei gebracht. Und du hast natürlich auf den letzten 5, 6 Kilometern niemanden, der dich da irgendwie stört. Muss man sagen, dann macht das natürlich auch Spaß. Ah, ja, super. Das kannst du anderswo nicht bringen. Ne? Ja. Und was glaubst du gefällt neuen Leuten, wenn die hierher kommen? Ich denke auch die unheimliche Weite, wo man laufen kann, ohne jemandem zu begegnen. Man hat sehr viel Ruhe und sehr viel Naturerlebnisse einfach auch, was man vielleicht woanders nicht so hat. Ja. Gibt es irgendwas, was dir nicht gefällt an der Insel? Die Straße zu mir nach hinten, tatsächlich. Die ist eine Herausforderung für Autos immer mal wieder. Ja. Aber ansonsten eigentlich nicht, nein. Okay. Wie sind die Preise eigentlich verglichen, Stadt und Inselleben? Ich glaube, das macht gar nicht so den großen Unterschied. Aber bei uns ist es am Strand wesentlich preiswerter als in anderen Städten. Gar nicht so weit entfernt von hier. Also selbst in Richtung Ileus hat man schon in den kleineren Ortschaften es teurer als hier tatsächlich. Ja. Auch bei den Pausadas, bei den Übernachtungen sind wir im Preissegment relativ weit unten. Und trotzdem hat es schöne Unterkünfte auch. Ja. Ja, Unterkünfte gibt es hier auf der Insel jede Menge in verschiedensten Preisklassen. Eine sehr beliebte Unterkunft gibt es hier, Posada Bahia Domicil, verschiedene Bungalows gleich hier vorm Strand. Entlang des Strandes gibt es einige kleinere Hotels, jedoch sind sie alle sehr an die Umwelt angepasst. Alle richten sich an die Höhe der Palmen, das heißt, kein Hotel darf höher ragen als Palmenhöhe und alles ist sehr in die Natur eingegliedert. Und ihr beherbergt hier auch Gäste, oder? Genau, wir führen eine Posada. Für wie viele Apartments habt ihr oder was bietet ihr an? Das sind insgesamt 4 Apartments, also 2 Strandapartments und 2 quasi Zimmer mit eigenem Bad hier vorne in unserem Haupthaus. Für Kurz- und für Langzeit? Genau. Ja. Europäer und für Brasilianer gleichermaßen. Ja, super. Und gibt es irgendwas, was ihr auf der Insel vermisst? Nein, tatsächlich nicht. Irgendwas, was besser laufen könnte? Nein, also ich würde sagen, die Straßen könnten ein bisschen besser sein. Ja. Dann kommt man natürlich schneller in die Stadt. Ne? Ja. Aber ansonsten vermissen wir hier gar nichts, weil wie gesagt, man hat die Möglichkeit, in die Stadt zu kommen. Und wir sind hier glücklich, so Ja. wie es ist. Ja, was ich an dir so mag, ist eigentlich, dass du so gut vernetzt bist, ne? Dass du auch sehr hilfsbereit bist für alle Leute immer. Also Ja. das ist immer so schön an dir. Ich mag das auch gerne, weil ich finde, man kann hier unheimlich viel entdecken. Und man braucht aber immer so ein bisschen auch die Connections zu den Einheimischen, Ja. wo jetzt nicht so das Touristenmagnet ist oder so. Und wo man mehr einheimisches Flair hat, mehr einheimisches Essen. Und ich mag halt gerne wirklich innen drin sein in dem brasilianischen Leben und nicht so der Tourist, der einfach nur außenrum Ja. läuft. Vielleicht noch eine gute Frage. Glaubst du, dass es ganz wichtig ist, Portugiesisch zu lernen und zu können, wenn man hier lebt? Also ja, schon. Also wenigstens die Grundlagen. Also für nicht nur die einzelnen Wörter fürs Essen bestellen und für den Supermarkt, aber so ein paar einzelne Sätze macht schon Sinn. Wenn man es für Bürokratie nicht kann, ich glaube, das ist nicht das Problem, da Ja. finden sich Lösungen für. Aber weil man hat sonst wenig Kontakt mit den Brasilianern. Sie sind sehr hilfsbereit und sie sind auch sehr kommunikativ, auch mit Ausländern. Aber wenn man dann so gar nichts versteht, ist es halt einfach schade dann. Also Ja. weil sie schon sehr gerne auch mit einem reden. Und es gibt viele Auswanderer auf der Insel, oder? Ja, doch schon einige. Sind das nur Deutsche oder woher kommen die? Also wir haben Schweizer, Österreicher, Amerikaner hatten wir auch schon. Die sind aber mittlerweile vom Alter her einfach wieder weggezogen. Schotten habe ich gehört, oder? Schotten sind mir tatsächlich noch nicht begegnet.
Wir hatten mal ein Pärchen aus England, aber die waren auch schon älter. Aber sonst sind es tatsächlich mehr Deutschsprachige. Ja. Die Einheimischen sind sehr freundlich und hilfsbereit, muss ich sagen. Und Habt ihr viel Kontakt mit anderen Auswanderern hier? eher weniger. Man sieht sich so, aber eher weniger. Okay. Ja, dieses Haus kennt man vielleicht noch aus dem Fernsehen. Hier wurde früher öfters gefilmt von Vox, Goodbye Deutschland. Hier auf der Insel gibt es viele verlassene Häuser und auch Hotels. Aber das Beste, man kann hier auf der Insel auch campen, bei wunderschöner Kulisse direkt am Strand. Oi, boa tarde. Você é... Tudo bem. Você é dona? Sim. Sim? Quanto para duas pessoas? A gente Como- está cobrando R$20 por pessoa. Ah, ok, para a noite. Ah, tá. Você é de onde? Áustria. Oh, the beautiful place, Austria. Vienna. I'm Vienna. in Vienna. Da Gana. Und wohnen hier auf der Insel eigentlich auch viele Brasilianer? Ja, schon. Wir haben auch viele, die aus anderen Bundesstaaten kommen, die Wochenendgrundstücke haben sozusagen oder Feriengrundstücke. Aber auch viele, die hier in Canaveras geboren sind. Zwar mehr auf der südlichen Seite, da ist Ah, die ja. Siedlung größer als auf der nördlichen, aber es werden immer mehr. Ja. Ich glaube auch, weil es das Sicherheitsgefühl hat, verändert sich auch. Also die Insel war ganz oft, dass wir früher konnten wir abends auch nichts zu essen bestellen oder irgendwas, weil im Dunkeln fuhr man einfach nicht auf die Insel, schon gar nicht mit Motorrad. Das ist heute nicht mehr so. Eben, es gibt die Mototaxis und so. Genau, ne? die fahren alle auch Mercado Libre, unser Bestellsystem, die liefern auch nachts im Dunkeln. Das hätten sie früher nicht gemacht. Man kann surfen, man kann angeln, man kann Ausflüge machen, man kann Spaziergänge machen lange. Es gibt zum Tauchen ist es nichts, das ist nicht interessant. Naja gut, am besten kannst du essen im Ticciolino, die haben fantastische Küche und hauptsächlich auch Fischspezialitäten. Und gute Portionen, ist schmackhaft, gut dekoriert. Oi, Tigo, tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Obrigada. Dois cocos, por favor. Sim. Hier in der Cabana di Jolinho kann man nicht nur leckere Meeresfrüchte genießen und am Strand entspannen oder eine Kokosnuss haben. Sim. Tá bom. Muito obrigada. Sondern man kann sich auch von Fischern direkt Austern hierher liefern lassen und diese hier konsumieren. Ja. Comemos ostras. Ja. Und nicht vergessen, am Strand Kokosnuss trinken und Käse essen. Ah ja, genau. E quente. Muito bom. Dann gibt es auch so eine Art Steakhouse, die machen Churrasco, Carne de Sol und ja, alle möglichen Fleischsorten. Die öffnen aber nur samstags und sonntags. Okay. Ja, gutes Essen muss gelobt werden, denn davon sollte es hier mehr geben. Und auf der Insel ist das bei Carne do Sol do Carolina der Fall. Hier gibt es jeden Samstag und Sonntag Carne do Sol, das ist sonnengetrocknetes Rindfleisch, aber nur solange der Vorrat reicht. Also lasst uns gehen. Was kann man auf der Insel alles machen eigentlich? Naja, reiten, surfen, Spaziergänge, sportlich kann man sich betätigen, schwimmen gehen. Also aktive Sachen eigentlich. Eher ne? aktive Sachen, genau. Das ist eben das, was natürlich Kinder wahrscheinlich, oder Kindern schwerfällt, sag ich mal so. Ne? Falls du eure Tochter erwähnen möchtest, kannst du irgendwas sagen, was Jugendlichen hier gefällt? Ich denke mal halt, also in erster Linie die Herzlichkeit der Brasilianer, also auch in ihrer Schule. Sie wird da sehr angenommen und das ist, finde ich, das Wichtigste.
Es fehlt so ein bisschen an Aktivitäten, ne? So wie vielleicht, keine Ahnung, ein kleiner Aquapark oder irgendwie ein Kino oder eine Disco oder irgendwie irgendetwas, wo sich die Jugendlichen mehr treffen können. Ja. Aber grundsätzlich ist für sie auch das Aufstehen, Sonne scheint, es gibt einen sehr viel. Ja. Und auch die Ruhe natürlich und mit den Tieren, viele Vögel. Das ist das, was ihr sehr gefällt, ja. Hat es euch interessiert, in die Stadt zu gehen? Oder? Ja, also Ja. die Stadt zu sehen ist immer wunderschön, aber ich bin halt froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Also Ja. der Trubel ist nichts für uns. Wir sind eher gerne in der Ruhe. Ja. Was glaubst du, muss man hier Portugiesisch gut sprechen oder wie gut soll man die Sprache lernen? Ich bin sowieso mal kein Freund von müssen. Ich finde, jeder sollte für sich entscheiden, was einem wichtig ist. Ich sag mal so, man kommt auch ohne Portugiesisch weiter, weil die wirklich hilfsbereit sind, die Menschen hier. Also du gehst zum Schlachter oder wo auch immer hin und machst mit Händen und Füßen und die verstehen dich. Also schöner ist es, finde ich persönlich, die Sprache zu sprechen. Aber jeder braucht seine Zeit, sag ich mal. Die Insel Atalaya ist von Mangrovenwäldern umgeben. Nicht weit von hier kann man sich auf Bootstouren begeben und durch die Mangrovenwälder fahren, dabei bestimmte Fischerdörfer kennenlernen und die lokale Gemeinschaft besser kennenlernen. Ja, heute machen wir uns auf eine Bootstour mit den lokalen Fischern. Wir fahren zur Südspitze der Insel. Die kann man auch mit dem Auto erreichen, aber man muss aufpassen, weil der Sand dort kann sehr weich sein. Man kann sich mit dem Auto auch zur Nordspitze begeben. Die ist auch sehr schön und auf jeden Fall einen Besuch wert. Naja gut, dann musst du Mangroventour machen, dann brauchst du höheres Wasser, dann kannst du da rein, das ist dann wie Tunnel, wo du in die Ja, Mangroven genau, reinfährst. Ne? Na, war schön mit den Stopps und wir sind zweimal ausgestiegen und so ein bisschen was anschauen Ja, können. normal hält er auch, da kannst du baden gehen, hat ja überall Sandstrände. Ja. Ne? Ja, war nichts los, Ja. war so schön. Nee. Und du kannst natürlich, wenn du mit dem Hund oder gehen willst oder irgendwas, kannst kilometerlang laufen, du kannst stundenlang laufen. Oder eben mit dem Bötchen, wenn man sportlich was anderes machen will, surfen oder ähnliches. Ja, das geht natürlich auch. Oder eben nur in der Sonne liegen und braten. Ja. Das ist wieder nicht mein Ding, aber naja, Ja, super. das ist schon okay. Hier auf der Insel gibt es auch eine Kapelle, die Igreja Santo Antonio. Sie sieht bescheiden aus, ganz typisch für die ländlichen Gegenden in Brasilien. Doch sie hat erst vor kurzem eine Transformation durchlaufen. Nämlich sie glänzt jetzt in einer neuen Farbschicht. Lachsfarben. Hier hat die Gemeinschaft ein Zeichen gesetzt und hat sich zusammengetan und gemeinsam die Fassade neu gestrichen. Also ich würde halt echt sagen, dass dieser Ort hier für die Menschen ein schöner Ort sein würde. Das Klima ist hier außergewöhnlich. Das es stimmt. ist angenehm das ganze Jahr über. Die Einheimischen sind sehr freundlich und hilfsbereit, muss ich sagen. Und natürlich auch Stadt und Meer zu haben, ist wirklich immer ein Phänomen, finde ich. Ja. Und natürlich auch, es ist ein Ort, an dem man sich wirklich erden kann, weil es wenig Konsummöglichkeiten gibt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ich kann mich einfach nicht entscheiden, Stadt oder Insel. Was gefällt dir besser? Ich finde die Kombination Stadt und Insel ganz toll an Canavieras. Kennst du die Stadt schon? Wenn nicht, schau dir meinen Stadtrundgang an und wir sehen uns da.